Herzlich willkommen, Leute, im Workout Med in Ilze. Wir haben hier eine Selbsthilfegruppe gegründet. Unser Thema ist Laufen. Wir wollen Menschen in Bewegung bringen. Und da ist sie schon, meine Selbsthilfegruppe. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Kerstin Klose und wir machen jetzt alle mal gemeinsam einen großen Schritt nach vorne. Das ist der erste Schritt. Den müsst ihr alleine machen. Alle anderen gehen wir jetzt dann gemeinsam im Team. Wir freuen uns auf eine ganz, ganz tolle Aktion. Wir bringen Menschen in Bewegung in Deutschland, in Europa, weltweit. Die Life Plus Aktion Run the World beginnt am 1. August und endet am 31. August 2021. Und in dieser Zeit werden wir ganz, ganz viele Schritte gemeinsam gehen, walken, laufen, alles mit unseren Füßen. Und wir werden 45.000 Kilometer gemeinsam geschafft haben. Keiner alleine, wir zusammen, jeder mit seinem Partner, Freund, seiner Laufgruppe. Und heute fällt der Startschuss. Ich freue mich ganz toll und ich laufe auch ungern alleine. Und ich habe dabei meine Freundin Annette Meyer. Annette, komm mal nach vorne. Wir kennen uns schon sehr lange. Wie man sieht, ist Annette Sport und Fitness bewandert. Sie ist sozusagen eine Laufmaus, läuft also schon sehr lange. Sie ist allerdings wie ich auch immer noch Hobbyläuferin. Wir sind keine Leistungssportler und das, was wir heute machen, ist auch dazu da, dass wir wirklich gemeinsam starten. Ja, warum haben wir uns Nettie ausgesucht? Erstens mal ist sie total nett, zweitens macht sie klare Ansagen und drittens kann ich mich an einen wunderbaren Urlaub erinnern. Das war auf einem Kreuzfahrtschiff und wenn es irgendjemanden gab, der morgens auf einer 400 Meter langen Laufbahn auf dem Oberdeck früh um 4 seine Runden zog, dann war es Nettie. Nicht gerade um 4, aber früh. Da war es 5 Uhr. Da hat das Deck geöffnet, ich schwöre. Okay. Nettie versteht was davon. Wir legen jetzt los und sie ist im Prinzip unsere Vorturnerin, Vorläuferin sozusagen. Und bevor es jetzt losgeht, stellt vielleicht noch mal jemand Kerstin. Auch wir haben schon gemeinsam Urlaub. Also, ja, natürlich, es war ein toller Urlaub. Ich bin jetzt so ein bisschen reingerutscht hier, liebe Zuschauer. Ich finde es total klasse, denn ich bin überhaupt kein Läufer. Ganz ehrlich, dafür hat der Mensch ja Motoren erfunden. Aber habe mich durch Nette irgendwie motivieren lassen, das zu tun. Und jetzt mittlerweile gewinne ich mehr Spaß. Und hier das in der Runde finde ich total klasse. Also von dem her, ich fange einfach mal an. Ich halte mich ein Stück weit zurück mit dem Vorstellen und lass uns ja erstmal ein bisschen was machen. Ne? Genau so. Da wollen wir mal durchstarten. Ich begrüße euch alle in dieser Laufgruppe. Ich muss mal ein bisschen an meine Spickzettel, also da arbeiten wir uns heute durch und danach wisst ihr, wie es geht. Auf geht's. Als allererstes, warum Laufen? Laufen ist ein total genialer Sport. Und ehrlich gesagt, laufen wir schon ewig, aber wir laufen viel zu wenig. Früher, und damit meine ich ganz, ganz früher, als wir noch so mit dem Knüppel durch den Wald gelaufen sind, da sind wir am Tag locker 20 Kilometer gelaufen. Wir mussten natürlich rennen, weil wir auch was zu essen suchen mussten und ganz oft sind wir gerannt, damit wir nicht selber das Mittagessen können. Und heute, wenn man eine sitzende Tätigkeit hat, laufen die Menschen vielleicht noch mal einen Kilometer oder 1,5 am Tag. Und unser Körper ist ausgelegt auf 20 Kilometer. Und deswegen wollen wir das ändern. Wir wollen wieder an den Start gehen, weil Laufen bedeutet so viel. Es steigert deine Fitness, deine Gesundheit, dein Immunsystem. Natürlich entgiftest du dabei und du machst richtig was für deinen Körper. Aber noch genialer ist, das Gefühl, was du nach dem Lauf hast, das kannst du dir für kein Geld auf dieser Welt kaufen. Da geht im Körper die Party ab. Und jetzt wollen wir die Party starten, okay? Yes! Okay, viele fragen am Anfang noch, was ziehe ich eigentlich an beim Laufen? Was ist das Allerwichtigste beim Laufen? Es ist überhaupt nicht die Klamotte. Es ist deine Bereitschaft, dass du dabei bist, dass du mit Begeisterung sagst, jetzt gebe ich meinem Körper was zurück. Und das ist ganz wichtig. Und Laufen ist total einfach und du brauchst nichts Großes dafür.
Wichtig ist, dass du dich nicht zu warm anziehst. Das machen viele am Anfang. Wenn du rausgehst morgens aus dem Haus, dann gerne, dass du am Anfang noch ein bisschen fröstelst. Also wichtig auch atmungsaktive Klamotten. Wenn du in so einem Schießer-Feinripp laufen gehst und dann schwitzt du richtig schön und irgendwann kommt ein kalter Luftzug, dann wirst du frieren und dann wirst du dich erkälten und das genau wollen wir nicht. Also ein atmungsaktives Shirt gibt es für kleines Geld schon zu kaufen, sollte man haben. Aber das Allerwichtigste, neben der Bereitschaft, gute Schuhe. Daran sollte man nicht sparen. Laufen mit Flipflops geht nicht. Also gerne festes Schuhwerk, neben die Turnschuhe, die du im Moment hast. Aber wenn du nach diesem Video so begeistert bist, kauf dir ein paar gute Laufschuhe, dann geht Laufen quasi wie von alleine. Also alle haben hier gutes Schuhwerk, da freue ich mich. Dann können wir gleich direkt durchschauen. Okay, ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken. Ihr könnt ja so lange auch euch bewegen schon mal, weil du kannst ja kaum abwarten, weiß ich. Okay, was noch vielleicht wichtig ist, gerne beim Lauf ein Handy mitnehmen. Ich habe auf meinem Handy eine Lauf-App. Es gibt ganz unterschiedliche, guckt einfach mal im App Store. Aber das Tolle ist, du kannst bei dieser App einfach festhalten, wie weit bist du gelaufen, wie viele Kalorien hast du verbrannt, ist auch eine Belohnung und auch wie dein Lauftempo ist. Erstmal nur für dich, es geht nicht um Vergleich und nebenbei noch ein genialer Tipp. Du kannst einen Podcast hören, du kannst einen Call hören, du kannst dich weiterbilden. Dann hast du nicht nur was für deinen Körper gemacht, sondern auch für dein Hirn. Und das ist total genial, weil nebenbei noch ein bisschen lernen macht ja auch Spaß. Und das bringt gute Laune. Okay, jetzt soll es aber wirklich losgehen. Wir wollen als Anfang uns einfach mal aufwärmen. Da gibt es ein paar Aufwärmübungen und wenn du jetzt sagst, hey, es ist abends, ich gehe doch jetzt nicht mehr laufen. Du stehst jetzt trotzdem auf, weil das ist wichtig, dass du mal spürst, was wir hier gerade machen. Tisch zur Seite, du brauchst jetzt keine Schuhe anziehen, Aufwärmübungen gehen auch so. Okay, fangen wir an. Knie zusammen, wir kreisen die Knie ein bisschen, dass wir Hocke gehen und ein bisschen den Popo sehr schick nach hinten wegkreisen. Oder was? Popo jetzt? Popo kreisen. Christian, bist du? Ja. Okay. Okay, das ist schon mal Aufwärmen. Das Zweite, was wir machen sollen, wir stellen uns mal wieder hin, ist einfach das Beinpennen. Dass deine Beine merken, hey, da passiert doch was. Gleich geht's los, das machen wir doch nicht jeden Tag. Was ist denn jetzt los? Das finde ich wichtig. Und wichtig, du kannst dich abstützen, du brauchst auch nicht zu hoch. Es geht erstmal darum, dass du ein bisschen bewegen kannst. Irgendwann nimmst du das andere Bein, nach Möglichkeit gleich viele Pendel, aber guck einfach, wie es geht. Wir können dabei auch schöne Gesichter machen, wie die beiden jetzt gerade. Ich finde es total cool. Das gefällt dir. Ja, okay, das ist die zweite, Beinpendel. Das nächste, was wir machen, ist einfach diese Kicks nach vorne. Der fortgeschrittene Läufer jetzt ruhig mal ein bisschen höher. Und wir sagen, weg. So hoch, dann fahre ich hinten rüber, macht nichts, halt dich fest und mach dich ganz gut. Es geht wieder darum, aufwärmen, dich beweglich machen. Dein Körper weiß, da passiert ja nichts. Und das finde ich wichtig. Wir strahlen. Geht's dir gut? Ja! Okay. Als nächstes, was wir machen, ist so ein Ausfallschritt im Wechsel. Viele sagen, oh, es geht ein bisschen still, aber guck doch einfach mal einmal runtergehen und wieder den anderen. Es geht nur darum, ein bisschen die Muskulatur zu stärken. Du kannst aber auch im schnelleren Tempo machen, wie du das möchtest. Oberkörper aufrecht, Atem mit dabei, ganz wichtig, und den Bauch ein bisschen anspüren. Gleichgewicht halten, ist auch ein Gleichgewicht. Okay, so, und jetzt machen wir noch eine Vollübung. Lieben die Frauen auf, die Beine hoch, die Beine etwas weiter ausstellen und dann nach hinten. Kennen viele, gibt es bei Bauchbeinen hoch. Yeah. Haben wir genug Beine hoch? Brauchst du nicht mehr? Okay, super. Immer schön den Bauch anspannen. Damit unterstützt ihr auch unseren Rücken und das finde ich total gut. Und das Letzte, weil beim Laufen sind ja auch die Arme ganz wichtig, und wir unsere Schultern ein bisschen. Einmal locker kreisen, nicht gleichzeitig beide Arme. Einzeln geht viel, viel besser.
So, die andere Seite. Für alle, die das später zugeschaltet haben, das ist das ultimative Warm-up für dein Lauferlebnis. Ja, also macht mit, und dann wird das was. Kommt auch nicht aus dem Laufen heraus. Nee, vom Laufen war nichts Deutsch, aber egal. Jetzt mittlerweile macht es mir Spaß. Das Warm-up ist großartig. Ja. Wie soll ich denn jetzt fahren? Ja. Okay, dann können wir jetzt starten miteinander. Unbedingt. Und beim Laufen ist es ganz wichtig, wir fangen langsam an mit dem Laufen. Wer jetzt denkt, oh, ich muss jetzt 5 Kilometer laufen, meine Nachbarn machen das schon so oft oder meine Freunde. Es geht darum, setz dir dein persönliches Ziel und am Anfang geht es erstmal nur um die Bewegung. Wir starten jetzt hier einen kleinen Lauf in der Runde. Dann seht ihr auch mal, wie aktiv die Sportler hier alle unterwegs sind. Also wir laufen in diesem Kreis bitte, damit wir nicht zusammendotschen. Und ich folge dir, einfach leicht nach vorne fallen und dann geht's los. Die Arme angewinkelt und seitlich vom Körper von ganz nicht lange Arme und ein bisschen den Oberkörper nach vorne. Und jetzt geht es noch um die Atmung. Das finde ich geil. Viele atmen beim Lauf falsch und haben dann sehr schnell Abschluss. Und Seitenstrecken ist natürlich sehr unangenehm. Und deswegen atme 4-mal ein, also bei 4 Schritten atmest du ein. 1, 2, 3, 4 und dann wieder aus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Okay, Dankeschön. Und das Tempo ist so schnell, dass du dich noch locker dabei unterhalten kannst. Es geht nicht darum, hier einen schnellen Streckenlauf zu machen. Es geht darum, langsam in die Bewegung zu kommen. Und was auch wichtig ist, wenn du neu startest, dann läufst du am Anfang einfach mal 1 Minute zügig, 1 Minute laufen. 1 Minute zügig gehen, 1 Minute laufen. Und das kannst du ja langsam dann steigern. Wie seid ihr mit dem Laufen gestartet? Wie hast du das gemacht? 1 Minute wirklich gegangen, 1 Minute gelaufen und dann, ich weiß nicht, insgesamt 10 Minuten am Anfang und alle 2 Tage habe ich gestartet. Ich habe Laufen gehasst. Aber es ist eine super Möglichkeit, weil es super einfach ist. Okay, wer hat noch Laufen gehasst? Ich weiß, wer noch Laufen gehasst hat. Ich hasse es ja immer noch. Du wirst Spaß beiseite. Aber es ist, was Nettie gerade gesagt hat, es ist schon wichtig, dass man irgendwo langsam anfängt und dass man auch nicht so die Paranoia hat, was denken die anderen von einem. Da gibt es ja Jogger auf den Bahnen, die überholen dich mit Mach 3 und dann denkst du, uiuiui, bleibst du lieber sitzen oder holst dir ein Fahrrad. Und da sollte jeder für sich sein Tempo erstmal wählen, denn du machst es hier für dich ganz persönlich und das finde ich sehr, sehr geil. Ja, und man kann ja auch, da kommst du ja später noch drauf, was wir für uns so empfunden haben, auch das Laufen ein bisschen unterbrechen. Also nicht nur laufen, 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 da gibt es 1000 Alternativen, was man noch machen kann. Genau, da kommen wir später noch drauf. Mir ist einfach nur wichtig, dass du dich selber nicht unter Druck setzt. Aber mir ist es auch ganz wichtig, dass du nicht einmal sagst, okay, jetzt laufe ich mal mit, mal gucken, wie weit ich komme, war gar nicht so weit, sondern dranbleiben ist hier das Wichtigste. Ihr alle kennt die 21-Tage-Regel, wenn man neue Gewohnheiten erlernen will. Das heißt, ab sofort, und ich gehe davon aus, ihr macht alle mit. Yes. 21 Tage, jeden Tag heißt es jetzt bewegen. Ein Tag laufen oder mit dem Lauftraining anfangen, nächsten Tag spazieren, dann wieder einen Tag wandern und dann wieder einen Tag laufen. Wichtig ist, gebt eurem Körper was zurück, der ist 24 Stunden am Tag für euch. Und er ist 24 Stunden am Tag für euch da. Jetzt können wir auch mal eine Stunde investieren in unsere Gesundheit, in unseren Körper und damit einfach was zurückgeben, oder? So, Fitness-Experte Christian, wie machen wir das? Das mache ich jeden Tag, oder? Ja, jetzt nach all den Jahren machen wir das jeden Tag, aber wir haben also als wir unseren ersten Hund bekommen haben zum Beispiel, haben wir vor 15, 16 Jahren mit der Lauferei angefangen und es geht wirklich nicht darum, lange Strecken zu laufen. Heute kann ich das und Kerstin kann das auch, aber am Anfang geht es darum, mal ein paar Minuten zu laufen, ganz in Ruhe, langsames Tempo und das Ganze lieber regelmäßig machen. 2, 3 Mal die Woche regelmäßig und man steigert sich automatisch da in dieser ganzen Geschichte. Und wie gesagt, das Schöne ist dann, entweder in Gesellschaft zu laufen oder mit Tieren sich zu bewegen. Das motiviert extrem. Ne? Carola macht das auch. Ne? Immer schön langen Arm und Vollgas, weil der Hund nicht hört. Aber so kommt man natürlich auch langsam in die Bewegung.
Vielleicht ist das ja auch die Idee, wenn man überlegt, soll ich einen Hund kaufen, ja oder nein, kauft euch einen Pfiffi, der mitlaufen kann. Nicht so ein Kuschelding, sondern wirklich ein Pfiffi, der raus muss. Das ist auch eine Motivation für euch. Und der zwingt euch dann vielleicht, die 21-Tage-Regel sowieso weiter durchzuhalten, weil den habt ihr normalerweise auch länger. So, Ich habe mit 40 übrigens erst angefangen zu laufen. Es ist nie zu spät und ich oute mich jetzt mal. Ich habe dazu aufgehört zu rauchen. Und das erste Jahr war wirklich schwer. Also beim Ausatmen, das hat sich manchmal angefühlt wie eine frisch geteerte Autobahn. Es war aber trotzdem die beste Entscheidung in meinem Leben. Und ich bin dann einfach immer erstmal 200 Meter stramm gewalkt, dann gelaufen, dann wieder durchgepustet. Und so kann man das eben halt auch aufbauen, dass man dann vielleicht irgendwann 5 oder 10 Kilometer gemeinsam durch den Wald läuft. Und ich finde, eins ist auch noch wichtig, die Tagesform ist nicht immer gleich. Es gibt Tage, da hat man das Gefühl, man denkt über den ersten Halbmarathon oder sogar Marathon nach. Und dann gibt es irgendwie Tage, da läuft man los und merkt nach kurzer Zeit, es geht gar nichts. Beine wie Blei. Das ist auch nicht schlimm, finde ich. Das gehört dazu, dass man dann vielleicht einfach walkt und den Wald genießt, Bäume umarmt. genau. Und ja, so kann man das dann eben halt auch sehr abwechslungsreich gestalten. Das ist Das Allerwichtigste, man muss es wissen, Laufen regt die Verdauung an. Ja, das sollte man vorher wissen. Also nicht nur der Körper kommt in Bewegung, sondern auch der Darm. Und wer regelmäßig läuft, der weiß, wie es funktioniert. Morgens Toilettengang, absolut, sollte das nicht klappen, kannst du dir gleich ein Paket Tempotaschentücher einpacken. Nach 10 Minuten, der erste Baum ist deiner. Ne, die erfahrenen Läufer wissen, es ist immer der gleiche Baum, wo man letztendlich endet. Aber der Abend hat ja auch was Gutes. Also solltest du da Schwierigkeiten haben in dem Bereich, kann ich dir nur Laufen empfehlen. Genialer Tipp vom Fitnessexperten, finde ich super. Also sollte man auf jeden Fall wissen und das ist auch ganz gut. Ja, somit wird Laufen natürlich, wenn man das schon erlebt, dann nicht langweilig. Aber wenn sonst jemand sagt, Laufen ist langweilig, haben wir auch dafür natürlich noch ein paar tolle Tipps. Man kann Laufen sehr gut mit ein paar verschiedenen Übungen verbinden. Wenn du jetzt sagst, okay, ich finde das ein bisschen langweilig, ich höre zwar einen Podcast, aber es ist trotzdem noch langweilig. Und dann ist es ganz genial, wenn du einfach ein paar Übungen einbaust. Wir machen das auch so, wir haben für uns einen sogenannten Parcours entdeckt, so haben wir es gemacht. Wir laufen und immer wenn wir eine Parkbank finden oder irgendwas, dann machen wir einfach ein paar Liegestütze zwischendurch oder ein paar Dips. Wenn du nicht genau weißt, wie es geht, lass es dir nochmal richtig zeigen. Wir gehen jetzt nicht ins Fitnessdetail, aber es ist wichtig, dass man auch zwischendurch solche Übungen machen kann. Was man auch sehr gut machen kann, und das ist auch leistungssteigernd für das Laufen, dass wir zum Beispiel einfach mal diesen Gang machen, dass wir die Ferse mal zum Po machen. Dann bleibst du mal auf der Stelle und hebst einfach deine Fersen bis zum Po. Das geht nicht auf Tempo, es geht einfach mal kurz wieder ein bisschen mehr auf den Bein und die Beine ein bisschen die Fersen höher ziehen. Was auch total genial ist, ist, wenn man zum Beispiel diesen Sidestep macht, den wir am besten alle in eine Richtung machen, dass wir dann einfach diese und dann auch gerne in die andere Richtung. Und das andere Bein natürlich auch gefordert ist. Das ist gar nicht so einfach. Okay. Alle wieder am Platz. Und wir haben ja schon diese Squats, die machen wir auch gerne. Oder du machst den Trizeps, was gerade passt. Einfach, dass du zwischendurch noch eine andere Belastung hast, eine andere Übung hast. Und wir sagten, das ist mir alles egal. Ich bin mit einem Tanzlehrer unterwegs. Wir tanzen manchmal auch dazwischen einen kleinen Salsa oder irgendwie sowas. Kann man alles machen, wenn man sich gut dabei fühlt. Wenn du sagst, ich will mich nicht zum Horst machen, dann lass das. Also, das ist ganz Aber ich muss da kurz wichtig. reingrätschen. Ja, bitte. Also Salsa tanzen beim Laufen, da könnten die Zuschauer vielleicht sagen, ey, wir sind total geil drauf, sind eine Schule, aber was ich wirklich toll finde, ist der Parcours, dass man wirklich Gegenstände sucht im alltäglichen Ding. Es gibt ja so Fitness-Parcours, dass man eine Parkbank nimmt, das jetzt höher, macht ein paar Liegestütze oder Dips und so weiter. Ja. Ich bin eigentlich auch so ein Fitnessstudio-Gänger und kein Läufer. Und so habe ich dann für mich eine kleine Kombination, dass ich das Gefühl habe, ein bisschen Arme oder Po oder Brust auch noch dabei trainiert zu haben. Also es ist wirklich eine geile Kombi. Also wirklich unsere Empfehlung. Und man kommt zwischendurch wieder zur Luft. Das ist ganz gut. Okay, wie bist du mit dem Laufen gestartet?
Ich hatte eine ganz große Hürde. Maren meinte damals, wir sollten jeden Tag laufen, das wäre gut. Ich wusste, dass es gut ist, aber die Hürde war für mich einfach zu groß, weil ich gesagt habe, nee, jeden Tag, das ist mir zu viel. Dann haben wir einen Lauftreff gegründet, wo wir uns dienstags und donnerstags einfach verabredet haben mit Freunden. Übrig geblieben ist dann, als der erste Herbst kam, Maren und ich. Alle anderen haben dann aufgehört, aber daraus entstanden ist es, dass wir jetzt so 5, 6 Mal die Woche laufen. Also die Hürde nicht zu hoch. Das ist kein Problem. Zu Anfang war die Latte für mich einfach zu hoch. Ja. Also hast du ihn quasi gezwungen? Nein, ich habe ihn überhaupt nicht gezwungen. Wie komme ich dazu? Ich zwinge noch niemanden. Für mich war das so, ich habe früher bis zu meinem Mitte 30. Lebensjahr Handball gespielt, Mannschaftssport, und da war diese eine halbe Stunde Aufwärmtraining mit all den ganzen Übungen, die Nettie gerade gezeigt hat, einfach Routine. Und dann kam eine Zeit der beruflichen Veränderung, wo ich überhaupt gar keine Zeit mehr hatte, oder ich habe mir einfach nicht die Zeit genommen. Und da merkte ich, irgendwas fehlt mir, was kann ich mit einbauen, und da war einfach der Wunsch, Bewegung zu haben, und was eine halbe Stunde, ich habe gedacht, eine halbe Stunde täglich muss doch sein, und so habe ich Achim einfach dann auch gesagt, lass uns mal eine halbe Stunde täglich laufen, das muss doch irgendwie drin sein. Gut, ich bin total froh, dass wir das gemeinsam machen, weil bei uns ist jetzt wirklich 5-mal die Woche, dass wir eine halbe Stunde einfach einen lockeren Lauf machen und der Tag beginnt richtig gut, der Geist ist frei und das ist echt klasse. Und das, danke, ist vor allem ganz wichtig. Man muss nicht immer gleich eine Stunde laufen. Es geht nur darum, alles ist besser als nichts zu tun, und es geht einfach darum, den Körper in Bewegung zu bringen. Es ist nichts besser, als morgens aufzustehen, ab an die frische Luft, den Sauerstoff aufzutanken, wirklich das Hirn mal durchzupusten und einfach mal dem Körper richtig was Gutes geben. Du startest komplett anders in den Tag, weil in deinem Körper geht die Party ab, als wenn du dich morgens aus dem Bett schleppst bis zur Kaffeemaschine und dann auf die Uhr schaust und auf den letzten Knepper wieder loskommst. Das ist blöd. Das macht keinen Spaß und das bringt keine Power für den Tag, und deswegen, ich finde, das schulden wir unserem Body einfach, und das sollte man unbedingt machen. Oder wer ganz früh aufstehen muss und zur Arbeit muss, nach der Arbeit, Joggen ist super, macht den Kopf wieder frei und arbeitet ja wirklich auch den Stress ab. Stimmt. Also Stresshormone, die beim Arbeiten entstehen, die lässt man dann im Wald oder irgendwo anders im Gelände liegen. Also Genau. das ist nochmal so ein guter Tipp. Glaube ich. Und wer ganz klar sagt, nein, ich möchte morgens... Christianshausen, das ist der Stress. Deswegen laufe ich nicht mehr durch die Wald, dann bin ich ganz Stress rum. Genau, das ist der Stress. So gut fällt. Das ist echt eine Selbsthilfegruppe. Also ganz wichtig, wer sagt, okay, ich laufe morgens, aber ich möchte die Kilometer noch mal ein bisschen hochschrauben. Run the World ist das Thema. Wir wollen viele Kilometer sammeln. Es spricht nichts dagegen, abends noch mal einen langen Spaziergang zu machen, auch gerne, bevor man ins Bett geht, noch mal Luft zu schnappen. Immer besser als Fernsehen zu glotzen, und von daher noch mal was Gutes zu tun. Bewegung ist absolut das Wichtigste für uns. Und dafür bedankt sich unser Körper. Und jetzt geht es darum, wenn du vom Lauf zurückkommst und du hast deinen Lauf jetzt ein bisschen gesteigert, du hast jede Woche ein bisschen mehr gemacht, und ich bitte dich wirklich darum, 3-mal die Woche, montags, donnerstags, Samstag, immer mit einem Tag Pause dazwischen, einfach dranbleiben, dann merkst du, dass das irgendwann zu dir gehört, und dann gehst du morgens, wirst du von alleine wach und deine Füße schreien nach den Turnschuhen und du möchtest dann die Luft. Das gehört zu dir dazu, wie Zähne putzen und Haare waschen, und geiler geht es nicht. Und dahin zu kommen, ist wirklich nur ein kleiner Schritt, und diesen Schritt, den machst du nach diesem Video. Ich bin mir sicher, weil das ist Gesundheit für dich, und das ist nochmal was Geniales für diesen Lauf. Und wenn du zurückkommst vom Laufen, dann kommst du das letzte Stück vielleicht ein bisschen langsamer gelaufen, ein bisschen spazieren gehen, und dann dehnen wir nochmal. Weil wir möchten natürlich auch, dass wir gelenkig bleiben, dass wir flexibel bleiben, dass unser Körper nach wie vor dehnbar ist, und das machen wir jetzt besonders für die Beine. Wir fangen an mit dem Wadentraining, einmal die Ferse in den Boden. Das könnt ihr jetzt wieder mitmachen, dafür ist kein Wohnzimmer übrigens zu klein. So, dann die Hüfte nach vorne, den Oberkörper leicht nach vorne, und wenn du ein Ziehen in deiner Wade spürst, dann dehnst du richtig. Die Ferse in den Boden schieben, und dann merkt ihr was. Merkt ihr eigentlich was? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Okay, die andere Seite bitte. Und immer so 20 Sekunden bis 30 Sekunden halten. 20 bis 30 Sekunden halten, aber nicht so dieses Wippen, sondern einfach statisch. Ganz wichtig. Jetzt kriege ich böse Blicke von der Fitnessfrau. Okay, das nächste, was wir machen,
ist, dass wir den hinteren Oberschenkel machen. Wir können es einmal, indem wir wirklich die Beine so kreuzen. Und jetzt mit dem Oberkörper nach unten und die Arme lang strecken. Und dann spürt ihr eine Dehnung in dem Oberschenkel. Ist das so bei euch? Ja. Diese Übung Aber nicht muss im man Po, mögen. ne? Diese Übung muss man mögen. Okay. Jetzt wechseln wir. Jetzt wechseln wir. Okay, schön nach unten. Popo raus. Ja. Yes. Spürt ihr das? Ja. Yes. Und atmen dabei. Immer noch atmen, ganz wichtig. Okay, dann den zweiten Oberschenkel gerne mal sich abstützen. Wer sagt, ich bin ein bisschen zappelig auf dem Bein? Es geht auch ein bisschen ins Gleichgewichttraining. Wir wollen jetzt ein bisschen zum Biergefühl. Wir wollten Biergefühl, deswegen was wir Das ist eine Selbsthilfegruppe. Wir machen sowas auch mit Organisation. Untereinander. Okay. Und dann auch hier die andere Seite. Hierbei immer schön den Bauchnabel einziehen und den Oberkörper gerade. Weil es besser Das aussieht. ist vorbei. Weil es besser aussieht, aber weil es... Ich mach das hier vor. Oh je, oh je. Je, oh je. Beim Spielen. Ja, das ist toll. Beine ran. Ja. Oberschenkel ran. Genau. Okay, jetzt gibt es eine Übung, die ist ein bisschen schwieriger. Aber für Fortgeschrittene muss man nicht alles gleich am Anfang können. Legt mal euren Oberschenkel bzw. den Fuß auf den Oberschenkel, jetzt den Popo nach hinten und den Oberkörper nach vorne legen. Und dann merkt ihr ganz deutlich, genau. So, was merkt ihr? Versteckte Kamera. Merkt ihr euren Popo? Jetzt. Den Popo. Was merkst du denn? Ja. Okay, die andere Seite. Kann man sitzen. Mach das. Also ich finde die doch ziemlich kompliziert, ganz ehrlich. Die war auch nicht abgesprochen, diese Übung. Ich muss euch mit irgendwas überraschen. Ja, gerne. Okay, und die letzte Übung ist natürlich die Innenseite der Oberschenkel. Hier einmal lang, die Hüfte zur Seite, Hüfte zur Seite. Lasst das Knie beim Fuß und dann merkt ihr die Innenseite. Bauch anspannen wie immer, aber das machen wir sowieso den ganzen Tag, oder? Bauch anspannen sollte man immer machen, vorsichtshalber, das hilft. Sieht immer besser aus. Bist du automatisch gerade? So, die andere Seite. Plötzlich sind alle ganz still, ne? Oh, ihr schwitzt doch, ich find's geil. Kannst du mal die Heizung wieder runterschrauben? Okay, dann kurz auslockern. Und die letzten beiden Karten, die nehme ich euch jetzt runter, weil es geht hier nochmal um ein paar Tipps. Und das Wichtigste haben wir vorhin schon gesagt, finde die richtige Laufzeit für dich, das ist wichtig. Dieses regelmäßige Dranbleiben. Ganz wichtig, halt das als festen Termin. Du würdest einen Friseurtermin, Ladies, den würdet ihr auch nicht absagen. Kosmetiktermin würdet ihr auch nicht absagen. Das ist Kosmetik für dein Body und den Termin darfst du auch nicht absagen. Also eintragen in deinen Plan und das ist ein fester Termin. Ansonsten bleibst du nämlich nicht dran und dann geht das wieder ins Land und dann sagt ihr, ach, ich sollte doch mal, ach, ich habe doch mal ein Video gesehen und diese Selbsthilfegruppe. Ich finde das gerade nicht und dann bleibt es wieder dabei. Also bleib jetzt dran. Alles ist besser als nichts zu tun und such dir einen Laufpartner. Einen Hund, so wie Christian das vorgeschlagen hat. Mach selber eine Selbsthilfegruppe, so wie die Schwummis das gemacht haben. Oder eben suchst dir einfach eine Freundin, deine Kinder, die mit dem Fahrrad hinterherfahren. Opa, Oma, die mit dem Fahrrad hinterherfahren oder mit welchem Gefährt. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas funktioniert. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und jetzt noch mein persönlicher Tipp. Macht es nicht nur einseitig immer die gleiche Strecke, sondern macht daraus verschiedene Trainingsmöglichkeiten. Verschiedenes Tempo, gerne mal einen Sprint, damit du deinen Körper wieder neu forderst, weil der möchte gebraucht werden, der möchte gefordert werden. Und ich würde es unbedingt mit einem Krafttraining für deine Muskulatur vom gesamten Körper verbinden. Einfach mal vielleicht in ein gutes Fitnessstudio gehen, so wie hier bei Kerstin und Christian, oder in ein Studio bei dir vor Ort oder in irgendeiner Gruppe mitmachen, wo du wirklich auch für den Rest deines Körpers ganz viel tun kannst. Weil
deine Muskulatur ist nicht nur dein Fettverbrennungsofen in deinem Körper, sondern deine Muskulatur ist dein Stützkorsett, was deine Knochen mit unterstützt. Und wenn deine Muskeln nicht richtig aufgepumpt sind, dann sehen sie, naja, ich erkläre es mal anders. Ein aufgepumpter Muskel ist wie ein Luftballon, den du gerade aufgeblasen hast, Knoten drauf und dann ist der stramm und fest. Und das ist ein trainierter Muskel, der hungrig ist und der auf jeden Fall verbrennen will und der gefordert werden will. Und wenn du diesen Luftballon jetzt 5 Tage später bei dir hinter der Couch wiederfindest, dann sieht er aus wie ein Luftballon mit Zellulite. Kennt ihr bestimmt so einen Wabbelluftballon. Und nun stell dir mal vor, dein untrainierter Muskel sieht genauso aus. Willst du das? Nee. Vor allen Dingen, da ist nichts mehr an Verbrennung, nichts mehr an Unterstützung. Und da können wir ganz viel für uns tun. Und deswegen denk dran, dein Körper, den hast du einmal so und du kannst das Beste draus machen. Und deswegen fang genau jetzt an, nutze diese Leistungsgelegenheit. Ich glaube, geiler geht's nicht. In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, wir dürfen gerne was reingehen. Okay. Anfangen.